Lektion 1: Gesundes Rezept. Dein Mittagessen riecht heute sehr lecker und sehr frisch. Gerne teile ich das Rezept mit Ihnen. Es ist natürlich eine Kombination aus Zucchini. Ich sehe, dass Sie auch gelbe Paprika und Zwiebeln hinzugefügt haben. Es ist ein sehr einfaches und gleichzeitig sehr nahrhaftes Gericht. Verwenden Sie zum Kochen eine bestimmte Ölsorte? Ich bevorzuge Natives Olivenöl extra für einen besseren Geschmack. Ich möchte lernen, mehr Gemüse zu Hause zuzubereiten. Man sollte mit einfachen Rezepten wie diesem hier anfangen. Muss man die Zucchini vor dem Kochen schälen? Nein, es ist besser, die Haut wegen der Vitamine zu behalten. Ich werde morgen auf dem Markt frisches Gemüse kaufen. Für einen intensiveren Geschmack können Sie auch etwas Knoblauch hinzufügen. Knoblauch ist sehr gesund für Herz und Blut. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Kräutern in meiner Küche. Verwendest du dafür frisches oder getrocknetes Basilikum? Frisches Basilikum verleiht dem Gericht ein sehr intensives Aroma. Mir läuft schon beim Zuschauen beim Kochen das Wasser im Mund zusammen. Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine Portion zum Probieren. Das ist das beste Gemüsegericht, das ich je gegessen habe. Lektion 2: Flughafenkiosk. Wir müssen uns beeilen, denn unser Flug geht in 2 Stunden. Haben Sie unsere Bordkarten ausgedruckt? Nein, wir können am Check-in-Automaten selbst einchecken. Das ist viel schneller als in der langen Schlange zu warten. Wir müssen lediglich unsere Pässe am Automaten scannen. Ich hoffe, unsere Sitzplätze im Flugzeug sind nebeneinander. Wir können unsere Sitzplätze über den Touchscreen auswählen. Ich bevorzuge den Fensterplatz, um die weißen Wolken zu sehen. Ich bevorzuge einen Gangplatz, da man sich dort leichter bewegen kann. Müssen wir unsere schweren Koffer jetzt bezahlen? Im Ticketpreis ist eine Tasche pro Person enthalten. Die Maschine druckt jetzt die weißen Papieretiketten. Wir müssen sie an den Griffen unserer Taschen befestigen. Jetzt können wir zum Gepäckabgabeschalter dort drüben gehen. Die Schlange an der Sicherheitskontrolle sieht heute Morgen sehr lang aus. Wir sollten uns beeilen, damit wir noch genug Zeit für Kaffee haben. Ich bin vor langen Flügen immer nervös. Es gibt keinen Grund zur Sorge, denn wir sind pünktlich. Ich werde die Gate-Nummer auf dem großen Monitor überprüfen. Unser Tor ist Nummer 12 im Nordflügel. Lektion 3: Antike Krieger. Dieses Gemälde schildert einen sehr bedeutsamen Moment der lokalen Geschichte. Es zeigt eine große Kriegergruppe von 1500 Kriegern auf dem Kriegspfad gegen ihre traditionellen Feinde. Die Details ihrer traditionellen Kleidung sind sehr beeindruckend. Diese Krieger waren für ihren großen Mut und ihr Geschick bekannt. Konflikte waren ein alltäglicher Bestandteil des Lebens in der Antike. Sie kämpften, um ihr Land und ihre Familien zu schützen. Die Geschichte wird oft von den Siegern dieser Schlachten geschrieben. Es ist wichtig, die Perspektiven beider Seiten zu untersuchen. Diese Ausstellung zieht täglich viele Studenten und Historiker an.
Ich finde die antiken Kriegsstrategien sehr faszinierend. Sie nutzten die natürliche Landschaft, um sich vor dem Feind zu verstecken. Kommunikation war ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil ihres Erfolgs. Glauben Sie, dass die Menschen von heute aus dieser Geschichte lernen können? Wir können etwas über die Bedeutung von Frieden und Diplomatie lernen. Viele dieser Kulturen sind auch heute noch lebendig und florieren. Sie bewahren ihre Traditionen durch Geschichten und Kunst. Ich werde eine neue Beschreibung für diese Anzeige verfassen. Vergessen Sie nicht, das Datum des Friedensvertrags anzugeben. Es wurde im Jahr 1850 unterzeichnet. Lektion 4: Die richtigen Werkzeuge. Ich muss diesen alten Stuhl aus meiner Küche reparieren. Ich kann Ihnen helfen, die richtigen Werkzeuge zu finden. Welche Werkzeuge benötigen Sie denn konkret? Welche konkreten Werkzeuge benötigen Sie heute, mein Herr? Ich glaube, ich brauche einen starken Holzleim und einen Hammer. Im dritten Gang haben wir verschiedene Klebstoffarten. Ist das Holz des Stuhls sehr hart oder weich? Es ist aus massiver Eiche gefertigt und daher sehr schwer. Sie benötigen außerdem einige kleine Nägel zur zusätzlichen Verstärkung. Ich möchte, dass die Reparatur unsichtbar und sehr sauber ist. Um das Holz zusammenzuhalten, sollten Sie eine Klemme verwenden. Wie lange braucht der Kleber, um vollständig zu trocknen? Die vollständige Kaution wird innerhalb von etwa 24 Stunden hinterlegt. Ich werde mir auch Schleifpapier kaufen, um die Kanten zu glätten. Wir haben verschiedene Schleifpapiere von grob bis fein. Ich habe nicht viel Erfahrung mit handwerklichen Projekten. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine neue und nützliche Fähigkeit zu erlernen. Ich hoffe, ich mache den Stuhl nicht noch schlimmer als vorher. Haben Sie einfach Geduld und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Vielen Dank für Ihren heutigen professionellen Rat. Lektion 5: Aktiv bleiben. Du scheinst morgens immer so viel Energie zu haben. Ich versuche, aktiv zu bleiben. Wie sieht es bei dir aus? Ich verstehe, dass es schwierig ist, jemanden zu finden. Ich verstehe, dass es schwierig ist, Zeit für das Fitnessstudio zu finden. Ich wache jeden Tag früh auf, um joggen zu gehen. Ich schlafe lieber noch eine Stunde, bevor die Arbeit beginnt. Schon ein kurzer Spaziergang kann Ihnen helfen, sich wacher zu fühlen. Ich sitze jeden einzelnen Tag 8 Stunden an meinem Schreibtisch. Sie sollten alle 60 Minuten aufstehen und sich dehnen. Nach einem langen Nachmittag fühlt sich mein Rücken oft sehr steif an. Sport kann helfen, die Rumpfmuskulatur zu stärken. Treibst du am Wochenende Mannschaftssport? Ich spiele Tennis mit einer Gruppe von Freunden aus der Gegend. Als junger Mann habe ich Fußball gespielt. Du solltest einem Club beitreten, um neue Leute kennenzulernen. Ich mache mir Sorgen, dass ich mittlerweile zu langsam für Sport bin. Es ist nie zu spät, mit der Bewegung zu beginnen. Ich werde versuchen, heute Abend einen Spaziergang zu machen. Das Wetter ist perfekt für einen Spaziergang im Park. Ich werde meinen Nachbarn einladen, mich zu begleiten. Lektion 6: Personalgespräch. Du wirkst heute sehr professionell und sehr selbstbewusst, Anna.
Ich bin etwas nervös wegen dieser großen Chance. Ausgezeichnet. Wissen Sie, wer das Vorstellungsgespräch führen wird? Ja, mir wurde mitgeteilt, dass es die Personalabteilung Ja, sein wird. mir wurde mitgeteilt, dass es der Personalmanager und der Direktor sein werden. Sie sollten einige Fragen zur Unternehmenskultur vorbereiten. Ich habe im Internet nach Ihren neuesten Projekten recherchiert. Denken Sie daran, deutlich zu sprechen und guten Augenkontakt zu halten. Ich werde versuchen, ruhig zu bleiben und ehrlich zu antworten. Sie suchen jemanden mit Ihren spezifischen Fähigkeiten. Ich hoffe, Sie wissen meine Erfahrung im Projektmanagement zu schätzen. Sie sind der beste Kandidat für diese Position. Was soll ich sagen, wenn Sie mich nach meinem Gehalt fragen? Geben Sie ihnen eine Gehaltsspanne basierend auf Ihren bisherigen Positionen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich sehr motiviert bin. Ihre positive Einstellung wird Ihnen sehr wohl auffallen. Das Interview beginnt in genau 10 Minuten. Tief durchatmen und an sich selbst glauben. Ich bin jetzt bereit, ins Büro zu gehen. Ich werde hier warten, um die gute Nachricht zu hören. Lektion 7, Hotelgäste. Ich sah einen sehr schönen Swimmingpool auf dem Dach. Nur Hotelgäste haben Zutritt, das ist verständlich. Kann ich meine eigenen mitbringen? Darf ich meine eigenen Handtücher mit in den Poolbereich bringen? Wir stellen allen unseren Gästen am Eingang frische Handtücher zur Verfügung. Ist das Fitnesscenter rund um die Uhr geöffnet? Ja, Sie können das Fitnessstudio jederzeit nutzen. Ich möchte vor dem Frühstück das Laufband benutzen. Die Aussicht von der Turnhalle ist bei Sonnenaufgang wunderschön. Benötige ich einen speziellen Schlüssel, um den Bereich zu betreten? Sie benötigen lediglich Ihre Zimmerschlüsselkarte. Steht ein Trainer zur Verfügung, der bei der Bedienung der Maschinen hilft? Ein Trainer ist von 8 Uhr morgens bis Mittag anwesend. Ich trainiere am liebsten allein in einer ruhigen Umgebung. Am späten Abend ist die Turnhalle normalerweise leer. Ich werde nach meinem Geschäftstreffen heute Abend dorthin gehen. Bitte tragen Sie geeignete Sportschuhe. Ich habe für diese Reise meine Lieblingslaufschuhe mitgenommen. Wir haben auch eine Sauna, in der Sie sich entspannen können. Das klingt nach einem perfekten Tagesabschluss. Lektion 8, gemütliche Hütten. Ich möchte einige Zeit im wilden Wald verbringen. Die Unterkunft im Park bietet gemütliche Hütten zur Miete an. Sind die Hütten mit einer kleinen Küche ausgestattet? Ja, sie haben einen Herd und einen großen Kühlschrank. Wir können unsere Mahlzeiten selbst zubereiten und so Geld sparen. Für die kalten Nächte gibt es außerdem einen Kamin. Das klingt sehr entspannend und auch sehr romantisch. Wir sollten die Hütte mindestens einen Monat im Voraus buchen. Der Park ist in den Sommermonaten sehr beliebt. Gibt es in der Nähe einen See zum Schwimmen und Angeln? In nur wenigen Gehminuten Entfernung befindet sich ein kristallklarer See. Ich möchte auf den Bergwanderwegen wandern gehen. Wir müssen eine Karte und einen Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen.
Gibt es in dem Waldgebiet wilde Tiere? Wir könnten einige Rehe und viele bunte Vögel sehen. Ich werde mein Fernglas einpacken, um sie besser sehen zu können. Ich werde meine Gitarre mitbringen, um am Feuer zu spielen. Das wird ein Riesenspaß für alle. Ich werde jetzt die Verfügbarkeit auf der Website prüfen. Lektion 9, Kunstgalerie. Heute wird eine neue Kunstausstellung eröffnet. Sollen wir mal nachsehen? Klar, warum nicht? Weißt du, ob sie eins haben? Wissen Sie, ob Sie eine Sammlung moderner Kunst besitzen? Auf dem Schild steht, dass sie lokale Fotografien zeigen. Ich schaue mir gerne Bilder von Stadtlandschaften an. Mittwochs ist der Eintritt für Studenten frei. Das ist hervorragend, denn heute ist Mittwoch. Lasst uns hineingehen und die kreativen Arbeiten betrachten. Die Beleuchtung in dieser Galerie ist sehr professionell. Mir gefallen die großen Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand. Sie fangen die Stimmung der Straßen sehr gut ein. Erkennen Sie den Künstler, der diese Bilder aufgenommen hat? Ich glaube, sie ist eine bekannte Journalistin in dieser Stadt. Ihre Arbeit ist sehr ausdrucksstark und sehr emotional. Ich möchte einen kleinen Druck für mein Büro kaufen. Sie sollten den Manager nach den Preisen fragen. Ich werde zum Schreibtisch hinten im Raum gehen. Ich bleibe hier und schaue mir die Porträtsektion an. Ich empfinde Kunst als sehr inspirierend für meine eigene Arbeit. Lektion 10, Kinosnacks. Ich habe die Lounge für unsere Filmvorführung vorbereitet. Super, es ist immer schön, beim Filmegucken ein paar Snacks zu haben. Ich habe mir salziges Popcorn und Schokoriegel gekauft. Haben wir genug Limonade für alle unsere Freunde? Ich habe ein paar Flaschen kaltes Ginger Ale im Kühlschrank. Wir sollten auch einige gesunde Alternativen wie Obst anbieten. Ich werde ein paar Äpfel und Orangen in kleine Stücke schneiden. Welchen Film schauen wir uns heute Abend an? Die meisten Menschen stimmten für den neuen Science-Fiction-Film. Ich habe gehört, die Spezialeffekte seien sehr beeindruckend. Ich bevorzuge Filme mit einer sehr starken Handlung. Dieser Film ist für seine tiefgründigen und komplexen Themen bekannt. Ich hoffe, alle kommen pünktlich zum Start. Ich werde jetzt eine Erinnerung in unseren Gruppenchat schicken. Der Film hat eine Länge von 2,5 Stunden. Wir brauchen eine kurze Pause in der Mitte. Ich werde den Projektor und die Leinwand aufbauen. Die Soundanlage in diesem Zimmer ist sehr gut. Ich bin bereit, die Show zu starten, wann immer du es bist. Lektion 11, Reisemöglichkeiten. Die Technologie hat die Art und Weise verändert, wie wir uns in der Welt fortbewegen. Verwandte und Freunde, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen reisen können. Manche Leute bevorzugen die Geschwindigkeit eines modernen Jets. Andere wiederum genießen das gemächliche Tempo eines traditionellen Schiffes. Züge sind ein sehr beliebtes Verkehrsmittel für Reisen zwischen großen Städten. Sie sind außerdem viel besser für die Umwelt.
In manchen Ländern reisen die Menschen noch immer mit dem Pferd. Das ist eine sehr traditionelle und natürliche Art der Fortbewegung. Fahrräder werden in geschäftigen Städten immer mehr zum bevorzugten Verkehrsmittel. Sie tragen dazu bei, den starken Verkehr und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Sind Sie schon einmal mit dem Boot in ein anderes Land gereist? Ich bin einmal mit der Fähre zu einer kleinen Insel in Griechenland gefahren. Der Blick auf den blauen Ozean war wunderschön. Mir war wegen der hohen Wellen etwas übel. Für lange Strecken ist das Flugzeug die bequemste Art zu reisen. Aber während der Feiertage kann es sehr teuer werden. Wir sollten die nachhaltigste Art zu reisen wählen. Zu Fuß lässt sich eine neue Stadt am besten erkunden. Auf den Straßen kann man viele versteckte Details entdecken. Lektion 12. Die besten Angebote. Die Flugpreise ändern sich minütlich. Manchmal, aber nicht immer, sollte man beides prüfen, um die besten Angebote zu finden. Sollen wir uns zuerst die Billigfluggesellschaften ansehen? Sie sind oft günstiger, aber es fallen viele zusätzliche Gebühren an. Wir müssen auch die Kosten für unser Gepäck überprüfen. Manchmal bieten die großen Fluggesellschaften insgesamt bessere Preise an. Ich habe einen sehr günstigen Flug für nächsten Dienstag gefunden. Ist es ein Direktflug oder hat er einen Zwischenstopp? Es gibt einen 3-stündigen Zwischenstopp in einer anderen Stadt. Das wird unseren Reisetag sehr lang machen. Aber wir werden jeweils $200 sparen. Ich denke, der zusätzliche Zeitaufwand lohnt sich. Wir sollten die Tickets jetzt buchen. Moment, wir müssen zuerst die Hotelpreise prüfen. Ich werde einen neuen Tab im Browser öffnen. Die Hotels in dieser Stadt sind ziemlich teuer. Vielleicht finden wir ein günstigeres Zimmer in den Vororten. Wir können mit dem Zug ins Zentrum fahren. Das ist eine sehr kluge Art, Geld zu sparen. Lektion 13. Sicherheitsprozess. Wir haben heute einen Termin mit dem Direktor. Bei Problemen ist es wichtig, mit dem Sicherheitsprozess zusammenzuarbeiten. Ich werde dem Beamten meinen Ausweis zeigen. Wir müssen auch unsere Taschen durch den Scanner schicken. Muss ich meinen Metallgürtel und meine Uhr abnehmen? Ja, alles, was aus Metall ist, löst den lauten Alarm aus. In diesem Gebäude gelten sehr strenge Sicherheitsregeln. Es ist notwendig, die Personen im Inneren zu schützen. Ich verstehe und respektiere das Sicherheitsteam. Der Wachmann überprüft unsere Namen auf der Liste. Wir haben die Erlaubnis, den Hauptaufzug zu benutzen. Unser Treffen findet im 45. Stock statt. Ich hoffe, der Regisseur ist bereit für unsere Präsentation. Wir haben alle notwendigen Dokumente vorbereitet. Ich bin etwas nervös wegen des großen Projekts. Sie sollten selbstbewusst sein, denn Sie sind ein Experte. Vielen Dank für deine freundlichen Worte der Unterstützung, Anna. Zusammen bilden wir ein sehr starkes Team. Lasst uns mit einem Lächeln ins Büro gehen. Lektion 14. Auswirkungen auf den Einzelhandel.
Viele Menschen freuen sich über die niedrigen Preise in großen Kaufhäusern. Matching-Grant-Initiativen, was gibt es an Walmart nicht zu mögen? Die Hauptbeschwerde betrifft deren Geschäftsgebaren. Ihr Geschäft schadet oft den kleinen, lokalen Läden. Das ist ein sehr häufiger Kritikpunkt an großen Handelsketten. Sie bieten viele Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung. Aber diese Jobs sind oft sehr schlecht bezahlt. Große Kaufhäuser bieten ebenfalls eine riesige Produktvielfalt an. Es ist sehr praktisch, alles an einem Ort zu finden. Wettbewerb ist ein natürlicher Bestandteil eines freien Marktes. Der Wettbewerb muss aber für alle fair sein. Kaufen Sie bei großen Einzelhändlern oder in lokalen Geschäften ein. Ich versuche, kleine Unternehmen zu unterstützen, wann immer es mir möglich ist. Manchmal ist der Preisunterschied zu groß, um ihn zu ignorieren. Ich schätze die Qualität und den persönlichen Service. Die Regierung sollte zum Schutz kleiner Läden beitragen. Das ist heutzutage ein sehr kontroverses politisches Thema. Wir müssen einen Weg finden, die Wirtschaft ins Gleichgewicht zu bringen. Die Technologie verändert auch unser Einkaufsverhalten. Online-Shopping ist für alle eine neue Herausforderung. Lektion 15: Kreatives Zuhause. Ich möchte dieses Wochenende ein neues Hobby beginnen. Hey, hast du schon mal kreative Aktivitäten zu Hause ausprobiert? Ich habe überlegt, zu malen oder vielleicht Musik zu machen. Malen ist eine wunderbare Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken. Ich bin nicht besonders gut darin, realistische Dinge zu zeichnen. Sie können abstrakte Kunst mit leuchtenden Farben ausprobieren. Das klingt nach viel Spaß und weniger Stress. Sie benötigen lediglich eine Leinwand und Acrylfarben. Wo kann ich die besten Künstlerbedarfsmaterialien kaufen? In der Nähe der Stadtbibliothek befindet sich ein kleiner Laden. Ich möchte auch gerne aufwendigere Gerichte kochen. Kochen ist eine weitere großartige Form des kreativen Ausdrucks. Ich werde versuchen, ein traditionelles französisches Gericht zuzubereiten. Du solltest mich einladen, deine Kreation zu probieren. Ich richte gerne eine Dinnerpartie aus. Dinge mit den Händen zu erschaffen, ist sehr befriedigend. Das ist besser, als die ganze Nacht fernzusehen. Ich stimme zu, dass ein aktives Leben erfüllender ist. Ich werde nach der Arbeit in den Künstlerbedarfsladen gehen. Lektion 16: Geschenke aussuchen. Ich möchte meiner Schwester ein schönes Kleid kaufen. Könnten Sie mir bei der Auswahl helfen? Was genau suchen Sie? Ich suche etwas Elegantes, aber auch Schlichtes. Bevorzugt sie helle oder dunkle Farben? Sie trägt meist blaue oder dunkelgrüne Kleidung. Dieses Seidenkleid hat einen wunderschönen Blauton. Ich glaube, die Größe könnte zu klein für sie sein. Wir sollten die Größentabelle an der Wand überprüfen. Ich nehme sicherheitshalber die mittlere Größe. Sie sollten sich auch diese Silberketten ansehen. Eine Halskette wäre eine sehr passende Ergänzung. Es ist ein sehr klassisches und zeitloses Geschenk. Gibt es heute einen Neukundenrabatt?
Sie erhalten 10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf. Das ist ein sehr gutes Angebot für diese Marke. Ich helfe Ihnen gerne dabei, eine schöne Geschenkbox zu finden. Die Präsentation ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Geschenks. Ich werde noch ein Band und eine kleine Karte hinzufügen. Du hast ein sehr gutes Auge für Mode, Anna. Lektion 17, Schulansichten. Die Studentenzeitung hat heute einen neuen Leitartikel veröffentlicht. Die in diesen Leitartikeln geäußerten Ansichten zur Schule und zur Welt stehen manchmal im Widerspruch zur Art und Weise, wie die Schule geführt wird. Es ist wichtig, dass Schüler eine Stimme haben. Meinungsfreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bildung. Manche Lehrer mögen die kritischen Artikel nicht. Sie sollten ehrliches Feedback von den Schülern begrüßen. Die Zeitung berichtet sowohl über lokale als auch über globale Nachrichten. Es hilft uns, über wichtige Themen informiert zu bleiben. Möchtest du einen Artikel für sie schreiben? Ich möchte über Umweltpolitik schreiben. Das ist ein sehr aktuelles und wichtiges Thema. Ich werde den Leiter der Campus-Einrichtung interviewen. Du solltest auch mit den Studentenvertretern sprechen. Ich möchte eine möglichst ausgewogene Sichtweise präsentieren. Journalismus erfordert viel harte Arbeit und Wahrhaftigkeit. Es ist eine große Verantwortung, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich helfe Ihnen beim Überarbeiten des ersten Entwurfs. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Zeit. Ich glaube, Ihr Artikel wird etwas bewirken. Lektion 18, lass es raus. Diese Tänzerinnen und Tänzer haben so viel Leidenschaft und Energie. Sie müssen es rauslassen, es ist gut, dass wir solche Leute haben. Kunst ist ein großartiges Mittel, um starke Emotionen auszudrücken. Es verleiht der Stadt ein lebendigeres und dynamischeres Gefühl. Die Menschen sollten die Freiheit haben, sich offen zu äußern. Ich wünschte, ich hätte den Mut, in der Öffentlichkeit zu tanzen. Sie können damit beginnen, in Ihrem eigenen Zuhause zu tanzen. Ich tanze, wenn ich allein in meinem Zimmer bin. Es ist eine gesunde Art, Stress abzubauen. Jeder Mensch braucht einen kreativen Ausgleich in seinem Leben. Manche Menschen schreiben Gedichte oder spielen Gitarre. Diese Tänzer sind sehr talentiert und sehr mutig. Sie teilen ihre Gabe mit der ganzen Stadt. Eine kleine Menschenmenge beginnt sich um sie zu versammeln. Ich werde Ihnen für Ihre Darbietung etwas Geld geben. Das ist eine sehr freundliche und unterstützende Geste. Künstler arbeiten sehr hart daran, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wir sollten mehr Kreativität in unseren Schulen fördern. Ich stimme zu, dass Kunst für die Menschheit unerlässlich ist. Lektion 19, menschliches Mitgefühl. Wir müssen uns um die Menschen in allen Teilen der Welt kümmern. Dadurch weitet sich unser Mitgefühl auf all jene argentinischen Eltern aus, die All jene Eltern, die ihre Kinder im Konflikt verloren haben. Das Leid ist unabhängig von unserer Nationalität gleich. Wir sollten den Geschichten dieser Familien zuhören. Empathie hilft uns, ihren tiefen Schmerz zu verstehen.
Wie können wir Menschen helfen, die so weit weg wohnen? Wir können an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die medizinische Hilfe leisten. Wir können auch über soziale Medien auf das Thema aufmerksam machen. Jede noch so kleine Handlung trägt zu einer besseren Welt bei. Gerechtigkeit ist eine globale Verantwortung für uns alle. Wir müssen uns für diejenigen einsetzen, die keine Stimme haben. Mitgefühl ist die Brücke, die uns alle verbindet. Ich fühle mich dieser Sache sehr verbunden. Wir werden an der Universität eine Spendenaktion organisieren. Das ist eine sehr praktische Art, Unterstützung zu leisten. Ich werde mich jetzt mit den örtlichen Studentenorganisationen in Verbindung setzen. Gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen. Die Menschheit ist in vielerlei Hinsicht eine große Familie. Lektion 20: Gesunder Einkauf. Ich suche nach bestimmten Zutaten für unser Abendessen heute Abend. Gibt es eine Abteilung für glutenfreie Produkte? Ja, sie befindet sich in der Nähe der Abteilung für gesunde Lebensmittel auf der rechten Das ist Seite. sehr hilfreich, denn ich möchte Weizenmehl vermeiden. Viele Menschen entscheiden sich heutzutage aus gesundheitlichen Gründen für glutenfreie Alternativen. Mir ist aufgefallen, dass die Vielfalt dieser Produkte schnell zunimmt. Der Laden bietet jetzt glutenfreie Nudeln und sogar frisches Brot an. Wir sollten auch etwas Bioobst und grünes Gemüse kaufen. Sie befinden sich im ersten Gang in der Nähe des Eingangs. Meinst du, wir sollten irgendwelche besonderen Snacks kaufen? Lasst uns ein paar Reiskuchen oder vielleicht ein paar Nüsse besorgen. Das sind ausgezeichnete Optionen für einen leichten und gesunden Nachmittag. Wir müssen die Etiketten auf versteckten Zucker oder Salz überprüfen. Das Lesen der Etiketten ist eine sehr gute Angewohnheit. Es hilft uns, genau zu verstehen, was wir jeden Tag essen. Ich bin froh, dass dieser Laden das gesunde Essen so gut organisiert. Dadurch wird das Einkaufserlebnis deutlich schneller und angenehmer. Wir haben jetzt alles auf der Liste, außer dem Wasser. Die Wasserflaschen befinden sich im allerletzten Gang. Ich werde mir einen großen Vorrat für die Woche besorgen. Lektion 21: Menüauswahl. Ich bin bereit, mein Essen für heute Abend zu bestellen. Bieten Sie in Ihrem Speisesaal heute vegetarische Gerichte für unsere Gäste an? Ja, wir haben ein wunderbares Pilzrisotto und einen Gartensalat. Das klingt perfekt, denn ich esse weder Fleisch noch Fisch. Das Risotto ist sehr beliebt und wird mit frischen Kräutern zubereitet. Ich würde gerne das Risotto und ein Glas Wasser probieren. Möchten Sie vor dem Hauptgang noch eine Vorspeise? Ich nehme die Tomatensuppe, wenn sie rein vegetarisch ist. Es wird mit frischen Tomaten und einem Hauch Basilikum zubereitet. Das klingt sehr lecker und sehr gesund für einen kalten Abend. Wir haben auch ein besonderes Dessert aus dunkler Schokolade. Ich werde mit meiner Entscheidung warten, bis ich mit dem Hauptgang fertig bin. Ich bringe Ihnen Ihre Suppe sofort an den Tisch. Vielen Dank für Ihren ausgezeichneten und sehr freundlichen Service. Es ist mir eine Freude, Ihnen bei Ihrer Restaurantwahl behilflich zu sein.
Die Atmosphäre in diesem Restaurant ist sehr ruhig und friedlich. Wir bemühen uns, für alle unsere Besucher eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Ich werde diesen Ort auf jeden Fall meinen engen Freunden empfehlen. Wir wissen Ihre Unterstützung und Ihr positives Feedback sehr zu schätzen. Lektion 22. Stilvoller Schmuck. Hey, hast du in letzter Zeit irgendwelche stylischen Halsketten gesehen? Ich suche nämlich eine neue als Geschenk. Ich habe in der Boutique im 2. Stock einige sehr einzigartige Designs gesehen. Ich möchte etwas, das modern, aber auch sehr elegant aussieht. Silberne Halsketten sind bei jungen Leuten gerade sehr angesagt. Meine Schwester bevorzugt Goldschmuck, weil er zu ihrem warmen Hautton passt. Gold ist eine sehr klassische Wahl, die nie aus der Mode kommt. Was meinst du, ist eine schlichte Kette oder ein großer Anhänger besser? Ein kleiner, zierlicher Anhänger eignet sich perfekt für den Alltag. Das ist ein sehr guter Punkt, denn sie mag praktische Dinge. Sie sollten auch Ihre Lieblingsedelsteinart berücksichtigen. Sie liebt blaue Steine wie Saphire oder leuchtend blaue Topase. Diese Steine sehen wunderschön aus, wenn sie das Licht einfangen. Ich hoffe, die Preise in dieser Boutique sind nicht zu hoch. Sie bieten eine breite Preisspanne für jedes Budget. Ich werde hingehen und sehen, ob ich ein Schnäppchen machen kann. Ich kann Sie begleiten, um Ihnen eine zweite Meinung zu geben. Ich würde Ihre Hilfe sehr schätzen, denn Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Nehmen wir jetzt die Rolltreppe in den 2. Stock. Ich freue mich darauf, das perfekte Geburtstagsgeschenk für Sie zu finden. Lektion 23. Lehrmethoden. Ich denke darüber nach, zu wechseln. Was hat Sie in letzter Zeit dazu bewogen, über einen Methodenwechsel nachzudenken? Mir fiel auf, dass meine Schüler die alten Lehrbücher zunehmend langweilig fanden. Mir geht es oft genauso während meiner langen Grammatikstunden. Ich habe angefangen, mehr Musik und Filme im Unterricht einzusetzen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz zum Sprachenlernen. Die Schüler sind viel aktiver und beteiligen sich stärker. Lernen Sie die Grammatikregeln mit dieser Methode gut? Sie lernen die Regeln auf natürliche Weise, indem sie echten Gesprächen zuhören. Vielleicht versuche ich, in meiner nächsten Unterrichtsstunde ein paar Spiele einzubauen. Spiele eignen sich hervorragend, um Selbstvertrauen aufzubauen und Ängste abzubauen. Ich mache mir Sorgen, dass es im Klassenzimmer zu laut werden wird. Ein wenig Lärm ist in Ordnung, solange die Schüler Englisch sprechen. Ich möchte, dass meine Schüler Freude am Lernprozess haben. Dann müssen Sie die Inhalte so gestalten, dass sie für deren Alltag relevant sind. Ich werde eine Unterrichtsstunde über aktuelle Internetthemen vorbereiten. Das ist eine hervorragende Methode, Ihr Interesse und Ihre Konzentration aufrechtzuerhalten. Ich werde Sie außerdem bitten, Ihre Lieblingslieder mit in den Unterricht zu bringen. Sie werden eine deutliche Veränderung Ihres Energieniveaus feststellen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfolgsgeschichte mit mir geteilt haben. Lektion 24. Globale Kampagne. Im Islam kommt es auf die Absicht des Menschen an, wurde mir gesagt. Nun werden wir eine weltweite Kampagne starten. Unsere Kampagne wird die Bedeutung von Frieden und gegenseitigem Respekt in den Mittelpunkt stellen.
Wir müssen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten erreichen. Technologie ermöglicht es uns, sofort mit Millionen von Menschen in Kontakt zu treten. Wir sollten ein Video erstellen, das unsere Kernwerte klar erklärt. Es muss einfach sein, damit jeder die Botschaft versteht. Ich werde das Drehbuch in formellem, aber einfachem Englisch verfassen. Ich werde einige schöne Bilder aussuchen, die ich in das Video einfügen kann. Unser Ziel ist es, Harmonie in unserer globalen Gesellschaft zu fördern. Viele Menschen warten auf eine positive Nachricht wie diese. Glauben Sie, dass wir Unterstützung von bekannten Persönlichkeiten erhalten können? Wir sollten unseren Vorschlag an internationale Organisationen senden. Ich bin von diesem Projekt und seiner Zukunft sehr begeistert. Es ist das Wichtigste, was ich je getan habe. Wir müssen sehr vorsichtig mit unseren Worten und Taten sein. Integrität ist die Grundlage unserer gesamten Kampagne. Ich werde eine Social-Media-Seite für unsere Gruppe erstellen. Ich werde die Studentenzeitung kontaktieren, um einen Artikel zu schreiben. Wir werden die Welt Schritt für Schritt verändern. Lektion 25: Professionelle Kontakte. Diese Veranstaltung bietet eine großartige Gelegenheit, mit Fachleuten in Kontakt zu treten. Es ist absolut wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Für die Karriere ist es wichtig, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Ich habe 3 Direktoren von sehr erfolgreichen Technologieunternehmen kennengelernt. Haben Sie ihnen Ihre Visitenkarte oder Ihre E-Mail-Adresse gegeben? Ich habe ihnen meine Karte gegeben und mich auch über LinkedIn mit ihnen vernetzt. Das ist der beste Weg, um auch nach heute in Kontakt zu bleiben. Ich suche eine neue Position im Marketingmanagement. Viele Unternehmen suchen Experten mit ihrer Erfahrung. Ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, das Innovation schätzt. Du solltest mit der Dame im blauen Anzug dort drüben sprechen. Ist sie die Geschäftsführerin eines großen internationalen Unternehmens? Sie ist Leiterin der Personalabteilung einer führenden Agentur. Ich werde mich ihr jetzt vorstellen. Denken Sie daran, Ihre Einleitung kurz und sehr professionell zu halten. Ich werde die Projekte erwähnen, die ich letztes Jahr abgeschlossen habe. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, seinen Wert zu zeigen. Ich bin nach den Gesprächen mit so vielen Experten sehr motiviert. Netzwerken ist eine Fähigkeit, die mit Übung leichter wird. Ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, heute an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Lektion 26: Zielmärkte. Wir müssen das Konsumverhalten und die Präferenzen in jedem Zielmarkt analysieren. Die Menschen in verschiedenen Regionen haben sehr unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten. Beispielsweise bevorzugen Kunden in Asien Mobile Shopping Apps. Kunden in Europa legen oft Wert auf nachhaltige und umweltfreundliche Produkte. Wir müssen unsere Werbung an diese lokalen Vorlieben anpassen. Eine allgemeine Botschaft ist nicht in jedem Land wirksam. Ich werde die Daten aus unseren neuesten Verkaufsberichten zusammentragen. Ich werde eine Umfrage durchführen, um Ihre zukünftigen Bedürfnisse zu verstehen. Wie lange wird es dauern, den gesamten Bericht fertigzustellen? Ich denke, wir können es bis Ende nächster Woche schaffen.
Wir müssen unsere abschließenden Schlussfolgerungen sehr präzise formulieren. Unser Chef erwartet eine sehr detaillierte und präzise Präsentation. Ich bin besorgt über die steigenden Kosten des internationalen Versands. Das ist ein wichtiger Faktor, den wir in den Plan einbeziehen müssen. Wir sollten auch die jeweiligen Gesetze der einzelnen Länder berücksichtigen. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ist für unsere globale Expansion unerlässlich. Ich werde morgen einen Termin mit dem Rechtsteam vereinbaren. Sie werden die notwendige Anleitung für unser Projekt liefern. Dies ist eine sehr anspruchsvolle, aber auch spannende Aufgabe für uns. Lektion 27: Traditionelle Wege. Heute leben die Indianer Nordamerikas in vielen Fällen nicht mehr nach ihren traditionellen Lebensweisen. Viele Gemeinschaften bemühen sich jedoch sehr darum, ihre Kultur zu bewahren. Sie lehren ihre alten Sprachen die jüngeren Generationen. Es ist unerlässlich, ihr einzigartiges Erbe heute lebendig zu erhalten. Viele Menschen üben noch immer traditionelle Handwerkskünste wie Töpferei und Weberei aus. Diese Gegenstände werden oft als schöne Kunstwerke verkauft. Die Geschichte dieser Menschen ist ein sehr wichtiges Forschungsgebiet. Wir müssen lernen, wie sehr sie die Natur respektieren. Sie hatten eine sehr tiefe Verbundenheit zum Land und zu den Tieren. Die moderne Gesellschaft kann aus ihrer Weisheit viel lernen. Gibt es dort besondere Feste oder öffentliche Feierlichkeiten? Ja, sie veranstalten Feste, sogenannte Powwows, bei denen traditionelle Tänze aufgeführt werden. Ich würde gerne bald an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, ihre lebendige Kultur kennenzulernen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihre Geschichte korrekt erzählt wird. Bildung ist der Schlüssel zu Verständnis und gegenseitigem Respekt. Ich schreibe ein neues Buch über ihre historischen Anführer. Ich kann Ihnen bei der Recherche in den Nationalarchiven behilflich sein. Ihr Geschichtswissen ist sehr beeindruckend und hilfreich. Lektion 28: Gepäckhöfe. Ich checke für einen 3-tägigen Aufenthalt in diesem Hotel ein. Gepäckservice: Ja, unser Fahrer hilft Ihnen sofort mit Ihrem Gepäck. Vielen Dank, denn diese Koffer sind heute sehr schwer. Wir liefern sie direkt in Ihr Zimmer im 5. Stock. Gibt es einen sicheren Aufbewahrungsort für meine Laptoptasche? Sie können es im abschließbaren Schließfach hinter dem Schreibtisch aufbewahren. In dieser kleineren Schachtel befindet sich auch ein zerbrechlicher Gegenstand. Wir werden Ihr gesamtes Hab und Gut mit äußerster Sorgfalt behandeln. Ich bin nach meinem langen internationalen Flug sehr müde. Möchten Sie ein Glas kaltes Wasser oder etwas Tee? Ich hätte gern eine heiße Tasse grünen Tee, bitte. Ich bringe es Ihnen, während Sie die Papiere unterschreiben. Der Service hier ist wirklich außergewöhnlich und sehr schnell. Wir möchten, dass sich jeder Gast herzlich willkommen und entspannt fühlt. Hat das Restaurant heute Abend bis spät in die Nacht geöffnet? Ja, dort werden Speisen bis 11 Uhr abends serviert. Ich werde dorthin gehen, nachdem ich eine kurze Pause eingelegt habe. Ich gebe Ihnen jetzt die Speisekarte. Du bist sehr nett und sehr hilfsbereit, Anna.
Lektion 29, thailändisches Essen. Ich liebe es, jede Woche neue Gerichte aus verschiedenen Kulturen zu probieren. Ja, ich habe schon mal thailändisch gegessen, die Aromen sind fantastisch. Dieses grüne Curry ist sehr scharf, aber auch sehr süß. In der thailändischen Küche werden viel Kokosmilch und frische Limetten verwendet. Ich kann in dieser Suppe auch etwas Zitronengras und Ingwer herausschmecken. Diese Zutaten sind sehr gesund und sehr aromatisch. Bevorzugen Sie thailändisches oder italienisches Essen zum Abendessen? Ich mag beides, aber thailändisches Essen ist für mich exotischer. Ich möchte lernen, diese Gerichte zu Hause zu kochen. Sie müssen zuerst einen Spezialitäten-Lebensmittelladen finden. Ich werde auf meinem Lieblingskochblog nach einem Rezept suchen. Das Wichtigste ist, die Currypaste selbst herzustellen. Ich werde mir einen großen Mörser mit Stößel für die Gewürze kaufen. Das ist die traditionelle Art, ein thailändisches Gericht zuzubereiten. Ich bin nach diesem wunderbaren Mittagessen sehr satt. Wir sollten unsere Rezension schreiben, solange der Geschmack noch frisch ist. Ich werde jetzt ein paar Fotos von den farbenfrohen Gerichten machen. Die Präsentation der Speisen ist hier sehr kunstvoll. Ich werde die Fotos heute Abend auf unserer Webseite veröffentlichen. Lektion 30, Vorbereitung auf den Aufenthalt im Freien. Ich habe den Wetterbericht für unsere Bergwanderung geprüft. Ausgezeichnet, vergiss nicht die Sonnencreme und den Hut. Ich sehe dich am Samstagmorgen nicht. Ich werde mir heute einen neuen Hut mit breiter Krempe kaufen. Sie sollten außerdem eine große Flasche Wasser mitbringen. Ich habe einen robusten Rucksack für all unsere Vorräte. Ist der Weg sehr steil oder eher flach? Der erste Teil ist flach, aber der obere Teil ist sehr steil. Ich werde meine besten Wanderschuhe tragen, um einen guten Halt zu haben. Wir müssen die Wanderung sehr früh am Morgen beginnen. Ich stelle meinen Wecker auf 5 Uhr. Ich hoffe, wir können vom Gipfel aus den Sonnenaufgang sehen. Die Aussicht wird wunderschön und sehr friedlich sein. Ich werde ein paar belegte Brötchen und Energieriegel einpacken. Wir müssen auch eine kleine Karte des Waldes mitnehmen. Ich habe die Karte auf mein Handy heruntergeladen. Es ist besser, eine Papierkarte als Backup zu haben. Das ist ein sehr kluger Vorschlag für unsere Sicherheit. Ich freue mich schon sehr auf dieses ereignisreiche Wochenende. Das wird eine willkommene Abwechslung von unserer anstrengenden Büroarbeit sein.